Macht Zypern jetzt Jagd auf Immobilienmakler? Eine deutsche Immobilienmaklerin, die sitzt ja in Zypern im Gefängnis und wartet auf ihren Gerichtsprozess Ende September. Was war passiert? Direkt am Flughafen wurde sie verhaftet, nachdem sie im Flugzeug ihrem Sitznachbarn erzählt hat, dass sie in Nordzypern Immobilien verkauft. Und nicht nur das. Weitere Immobilienhändler und Bauträgern in Nordzypern droht jetzt die Verhaftung, beziehungsweise sie sind zur Fahndung ausgeschrieben. Nicht zuletzt wurde vor einer Woche ja bei einer Pressekonferenz eines Vereins in der Republik Zypern eine Blacklist von insgesamt 24 Immobilienfirmen und auch die Namen von Mitarbeitern veröffentlicht, gegen die auch gerichtlich vorgegangen werden soll und vielleicht bald auch Haftbefehle ausgestellt werden. Und die Links von der Website Viele News, wo du das all das auch nachlesen kannst, die packe ich dir gerne in die Beschreibung. Die verhaftete deutsche Maklerin sitzt übrigens im Gefängnis und wartet, wie gesagt, auf ihre Gerichtsverhandlung, die in wenigen Wochen stattfinden soll. Und auch noch 3 weitere Personen wurden bereits verhaftet aus dem gleichen Grund. Und wir haben ja schon ein paar Mal über die rechtliche Komplexität auf Zypern berichtet. Gleichzeitig haben wir auch bisher über Zypern, also die Republik Zypern und auch Nordzypern als durchaus attraktives, interessantes Wohnsitzland gesprochen, weil es ja wirklich etliche Steuervorteile hat. Wir kennen auch eine ganze Reihe von Mandanten, die sich für Nordzypern entschieden haben und dort wirklich sehr zufrieden und glücklich sind, auch wenn die steuerlichen Rahmenbedingungen etwas unklarer sind. Dazu noch ganz kurz am Ende des Videos. Hier verlinke ich dir übrigens auch noch ein sehr gutes Video von Sebastian zum Thema Nordzypern versus Republik Zypern. Zurück zur Verschärfung der Gangart von den Behörden der Republik Zypern und Gerichten. Viele, die auswandern, suchen ja eigentlich ein Land, in dem Staat und Behörden eher zurückhaltend sind, sich weniger ins Leben oder das Geschäft einmischen und sich bei Konflikten auch eher neutral verhalten. Das bringt Ruhe und Sicherheit. Selbst in Zypern lebende Mandanten, also in der Republik, empfinden jetzt aber die Verschärfung des Vorgehens als unangenehm. Und in Nordzypern lebende fragen sich, ob sie beim Flughafen in Zypern auch mal herausgewunken werden und vielleicht die Handschellen klicken, weil sie auch mal in irgendeinem Video, vielleicht in YouTube, über Nordzypern und Immobilienkauf oder Verkauf gesprochen oder dafür Werbung gemacht haben. Wie gesagt, die deutsche Maklerin wurde verhaftet, weil sie sich im Flugzeug mit einem Zyprioten, also ihrem Sitznachbarn, unterhalten hatte und der dann gleich die Polizei angerufen hatte, so wie ich verstanden habe, sogar schon noch aus dem Flugzeug heraus. Und außer der Maklerin sind ja übrigens noch weitere Personen aktuell zur Fahndung ausgeschrieben und auch diese müssten mit ihrer sofortigen Verhaftung in Zypern rechnen, weil sie eben in Nordzypern Immobilien zum Verkauf angeboten haben oder das jetzt auch noch tun. Landverkauf ist ja eben rechtlich sehr umstritten aus Sicht der Republik Zypern. Und es könnte in der Tat irgendwann in der Zukunft die Gefahr bestehen bei einer Wiedervereinigung oder einer Zwei-Staaten-Lösung, dass es hier doch zu Enteignungen oder Rückabwicklung von Landkäufen kommen könnte. Niemand weiß das genau. Viele halten das zwar für unwahrscheinlich und für zu weit in die Zukunft geblickt, aber wer weiß. Hintergrund ist, dass viele Grundstücke und Immobilien ja enteignet wurden und nur wenn eine nachweisbare einvernehmliche Entschädigung des früheren griechischen Zyprioten vorliegt, der also Besitzer des Landes war, oder das Grundstück nie einem griechischen Zyprioten gehört hätte, dann wäre ein Grundstückskauf möglicherweise auch nach einer künftigen diplomatischen Lösung, die zum Beispiel zu einer Wiedervereinigung führen könnte, also dann Zwei-Bundesstaaten-Lösung oder auch einer anerkannten Zwei-Staaten-Lösung, also dann könnte dieser Landbesitz wahrscheinlich als sehr sicher gelten. Aber leider ist die ganze Rechtslage sehr komplex und nicht so verkürzt einfach, wie er vielleicht von der Europäischen Union oder auch von bestimmten Wikipedia-Seiten dargestellt wird. Allein die Ansicht, nämlich, dass die ganze Insel als Mitglied der EU aufgenommen wurde, aus Sicht der Europäischen Union, und damit der Nordteil aus Sicht der Republik eben ein besetztes Gebiet ist und völkerrechtlich kein Staat, ist bei vielen Völkerrechtlern immer noch sehr umstritten, auch von deutschen Rechtswissenschaftlern übrigens. Man liest in deren Rechtsgutachten beispielsweise, dass allein die Anerkennung oder auch Nichtanerkennung eines Staates von anderen Staaten oder eines Staatenbundes keinesfalls das ausschlaggebende Kriterium sei.
Und ich verlinke dir hierzu beispielsweise einen Artikel von Professor Dr. Christian Rumpf von der Universität Bamberg in Deutschland, der das genauso sieht, beispielsweise und in seinem Gutachten zur Situation, zur Rechtslage auch so beschreibt. Wir selber sind jedenfalls gespannt, wie das Gericht am 17. September den Fall der deutschen Maklerin entscheiden wird. Und alle unsere Mandanten, sei es in Nordzypern oder auch in der Republik Zypern, werden das auch sehr, sehr gespannt verfolgen. Die hatte übrigens insgesamt 5 Wohnungen verkauft und dafür knapp 170.000 € Provision erhalten. Das Strafmaß sieht dafür eine Strafe von 7 Jahren Gefängnis vor. Und wir sind gespannt, wie das Gericht tatsächlich entscheiden wird. Hoffen wir mal, dass es gut ausgeht. Am 25. August schreibt die Zeitung Viele News auch, dass die Immobilienpreise jetzt in Nordzypern bereits dramatisch gefallen sind und ausländische Investoren zurzeit auch versuchen, Immobilien abzustoßen bzw. sich aus dem Geschäft in Nordzypern zurückziehen. Einige sind da schon oder haben da schon aufgegeben. Die Regierung in Nordzypern hatte ja bereits vor Wochen gesetzlich neu geregelt, wie Immobilienverkäufe neu zertifiziert werden müssen und erlaubt Ausländern auch nur noch den Erwerb von einer Immobilie. Link dazu packe ich auch in die Beschreibung. Nordzypern versucht also offensichtlich hier seinen Teil für eine Deeskalation beizutragen, was aber auch sicher daran liegt, dass die Steuereinnahmen auf Immobiliengeschäfte und Einnahmen aus Vermietung eine ganz wichtige Einnahmesäule für die Verwaltung in Nordzypern darstellt. Grundsätzlich ist ja die Republik Zypern und Nordzypern steuerlich attraktiv, weil fast alle Auslandseinkünfte ja steuerfrei sind. In der Republik für 17 Jahre und in Nordzypern, je nachdem, ob und wie lange der persönliche Finanzbeamte, also dein persönlicher Finanzbeamter, einem persönlichen Deal zustimmt, auch. Solltest du aktuell an einer Auswanderung nach Zypern oder Nordzypern interessiert sein und insbesondere mit einem Immobilienkauf in Nordzypern liebäugeln, dann raten wir dir dringend, das Ganze mit einem Experten und einem wirklich guten Anwalt abzuklären, zu besprechen und wirklich sicher zu machen für dich. So wie wir erfahren haben, auch im Gespräch mit Anwälten, haben jetzt rein Immobilienbesitzer, also wer jetzt eine Immobilie gekauft hat, aufgrund der Verschärfung der Gangart in der Republik Zypern nichts zu befürchten. Das richtet sich eher an Menschen, die Werbung für den Kauf von Immobilien machen, selber vielleicht auch Immobilien einkaufen, verkaufen oder Bauträger. In jedem Fall raten wir dir schon mal selbst, nicht für Immobilienkäufe in Nordzypern zu werben. Und wir beraten dich wirklich sehr gern zu allen Fragen rund um Daueraufenthalt, Firmengründung und steuerlichen Fragen in der Republik Zypern oder Nordzypern. Und wenn du nach interessanten Alternativen suchst für deinen Plan B, schau doch mal auf unsere Webseite planbprojekt.com. Hier findest du eine Übersicht von Ländern, in denen du eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis erhalten kannst, entweder durch Erwerb einer Staatsbürgerschaft, einer Investition oder auch nur durch Nachweis von Einkommen oder von Vermögen. Und weil es momentan in einigen Ländern wirklich relativ einfach ist, ein Daueraufenthaltsvisum zu bekommen, haben wir eine ganze Reihe Mandanten, die einen Plan B, C und D realisieren, einfach um gewappnet zu sein und eben ein Refugium, ein Rückzugsort, eine Daueraufenthaltserlaubnis in verschiedenen Ländern sich zu sichern. Und vielleicht sehen wir uns ja auch auf einem unserer Live-Events in London, Zürich oder Istanbul. Sebastian und ich würden uns jedenfalls sehr freuen, dich kennenzulernen. Und ja, ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Kommentare, Fragen, was auch immer. Schreib uns eine E-Mail, wenn wir vielleicht noch zu einer Frage, die dich persönlich interessiert, mal ein Video machen sollten oder auch vielleicht dir direkt mal eine Antwort per E-Mail oder hier in den Kommentaren zum Video schreiben dürfen. Bis dahin, bleib fröhlich und bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.